Hallo! Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Update. August, September. Und unser Jüngster ist 2 geworden in der Zeit. Und ich dachte, ich mache mal ein kleines Update zu seiner Entwicklung mit dazu, wo ich einmal dabei bin, weil manche ja die Frage gestellt haben. Ja, er ist jetzt eigentlich trocken, also er geht auf den Top tagsüber und nachts wacht er auch auf, wenn er muss. Also ich lasse ihn ohne Windel schlafen. Das mit dem Top funktioniert eigentlich ziemlich gut, auch tagsüber. Nur manchmal, ab und zu hat er so eine Anwandlung für Experimentierpipis irgendwo anders. Da wird halt geguckt, ob man in den Korb reinpinkeln kann oder auf dieses Sofa. Ja, nicht zu meiner Freude, aber er geht doch normalerweise auf den Topf und kann das steuern. Und er macht das dann auch bewusst woanders hin, wenn er es woanders hin macht. Ich habe ihm bis jetzt Schlitzhosen angezogen, damit er leichter auf den Topf gehen kann, sich nicht die Hose runterziehen muss, sondern halt gehen kann, ohne Hose runterzuziehen. Aber er kriegt das mit der Hose jetzt auch schon besser hin. Also jetzt, wo es kälter wird, denke ich, kann ich es wagen, auf normale Hosen umzusteigen. Sprachlich ist er auch schon ganz gut dabei. Also er kriegt schon, hat schon einen großen Wortschatz und so die ersten 2 Wortsätze habe ich auch schon von ihm gehört. Also er ist damit schneller als die ersten 2 Jungs waren. Die haben ziemlich lange gebraucht mit der Sprache. Ja, sonst ist er eigentlich wie bisher ein sehr ausgeglichenes Kind. Braucht auch, also er stillt zum Einschlafen, aber er schläft dabei, beim Mittagsschlaf schläft er dabei ein. Aber abends schläft er dabei nicht ein, sondern dann kuschelt er noch. Ja, gibt es noch was zu erzählen? Oh, Katze. Die Katze sitzt da gerade da unten. Da lässt die Kamera stehen. Ja, sonst gibt es schon ein paar kleine Neuigkeiten, aber das seht ihr ja auch gleich in dem Zusammenschnitt, den ich euch gemacht habe. Und wir hatten also noch einen schönen Sommer, wie ihr sehen werdet. Jetzt ist der Herbst da. Aber hier im Elsass ist der Sommer sehr schön und lang. Ja, viel Spaß beim Angucken. Und einen schönen Herbstanfang euch. Tschüss. Oh, Katze. Deine Krallen, ey. Ich hab doch eine. Aber du hast keine. Wo ist sie nun hin? Das mal. Da drüben. Jetzt kannst du loslegen. Go, go, go. Okay, dann leg ich jetzt los. Warte, da muss man auch mal von neben so schön. Achtung, Kieran, weg da! Hier haben wir junge Kokosnüsse geschenkt bekommen und als die ausgetrunken waren, da wollten wir natürlich auch an das Fleisch rankommen, was gar nicht so einfach war. Und die Kinder waren sehr kreativ, die Kokosnüsse zu knacken. Du warst. Aus dem Kokosnussfleisch haben wir dann nach einem philippinischen Rezept noch einen Buko Pie gebacken, also einen Kuchen aus junger Kokosnuss. Dann wurden die Äpfel reif und da es hier viele Obstwiesen gibt, wo sich keiner drum kümmert und die Äpfel einfach runterfallen, waren wir Äpfel auflesen und auch Birnen und haben dann ganz viel Apfelmus gemacht vor allem.
bisschen schwer für dich, war. Warte, wir sammeln noch ein paar. Hier liegen noch welche. Ja, dann schmeiß sie doch einfach. Tu doch die Äpfel, die da drin sind, in die Apfeltüte und Da ist sogar eine Walnuss drin. ja, das macht ja nichts. Da kannst du die Mirabellen auf jeden Fall reintun, weil die Tüte habe ich für die Mirabellen gedacht. Mama, aber hier ist sowas. Hier ist aber sowas hier drin. Na, also das macht nichts. Eine Freundin hatte eine Mandelentzündung und Johanna hat ihr Kräutertee in Teebeuteln gemacht. Was ist alles drin? Pfefferminze und Zitronenmelisse. Und Salbei. Und da wird sich die Susanne freuen, hä? Ja. Dann wurde Kiran 2 und seine Geschwister haben für ihn eifrig dekoriert. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kiran. Happy Birthday to you. Ja! Und was ist Pirat? Hier. Jetzt darf er sich auspusten, richtig? Ja, jetzt kann er es auspusten, wenn er will. Pust. Ja, Pust. Wo ist doller? Pust, ganz doll. Jetzt halt. Vielleicht der Wald zusammenpusten. Das geht doch. Wow. Wow. Ja! Zu Geburtstagen wünschen sich die Kinder immer Nudeln mit Tomatensauce. Und das wünschen sie sich im Zweifelsfall auch für ihre kleinen Geschwister. Das ist mein Teller. Finger raus aus meinem Teller. Du hast selber Nudeln. Ja, mit dem Feuerzeug macht man das Feuer an. Kerzen an- und ausmachen ist schon eine sehr faszinierende Angelegenheit. Ja, so macht man das. Und kräftig pusten. Nein, Lise, du nicht. Nein, ich helfe ihm bei Pusten. Nein, sollst du nicht. Und falls sich jemand fragt, warum unser Jüngster meistens nackt ist, er zieht sich halt schneller aus, als man ihn anziehen kann momentan. Und solange es warm ist, ist das ja auch eigentlich kein Problem. Ja! Feuer aus! Hat er sie beide allein ausgepustet? Aha. Mama, kannst du die Schmetterlinge irgendwo dranhängen? Wo soll ich die denn dranhängen? In Papier. Du kannst sie da draufkleben. Oder du kannst sie auf ein buntes Papier kleben, dann sieht man es besser. Ist das jetzt? Ich mache hier noch einen Klebpunkt drauf. Da kannst du auch was da drauf kleben.
Ja, genau, so sollen wir das machen. Nicht 2. Und für 3. Wollte mich veräppeln. Mama? Und wo soll ich den dritten Strich hinmachen? Na, das einer reicht, da ist ja schon einer vorgegeben. Ach nee, es sind doch 3. Ja, dann mach den daneben, genau. Daneben? Warum daneben? Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass es ja 3 Paprika sind. Wenn der Papa nach seinen 2 Wochen Arbeiten in Schweden wieder nach Hause kommt, ist immer große Freude angesagt und viel Kuscheln. Oh shit. Krass, oder? Sie lag im Bett und das Zweijährige ist auf den Bauch gesprungen. Kopfsprung. Wir haben beschlossen, einen Wohnwagen zu kaufen. Und damit alle reinpassen, mit einem Aufstelldach und riesengroß. Na, Kiran? Ja, die Mama kommt hoch. Damit können wir dann auch leichter andere Leute besuchen und hoffentlich macht mir das Reisen damit auch mehr Spaß als mit Zelt. Hier haben wir uns mit anderen Schulfreien am Gimbelhof getroffen, einem sehr netten Fleckchen in den Vogesen mit zahmen Pferden, die sich gern streicheln lassen und einem tollen Spielplatz. Johanna, unsere Große, ist 12 geworden. Pünktlich zum Herbstanfang, wie jedes Jahr. Und entsprechend war das Wetter auch nicht mehr so doll. Aber es wurde trotzdem tapfer draußen Kuchen gegessen. Bis dann der Wolkenbruch richtig losging. Der Sommer ist vorbei, aber das heißt nicht, dass es nicht auch noch schöne Tage gibt, wo man in der Natur sein kann, Pilze und Kastanien sammeln kann. Und hoffentlich sind wir mit den Pilzen dann auch mal erfolgreicher, als wir es beim letzten Mal waren. Mama, ich glaube, das ist ein Steinchen. Kann das sein? Gucken wir mal. Oder ein. Ja. Oh, ja, das ist Da ist noch ein das Pilz. ist was Essbares. Das kleine darf ich nicht nehmen, aber das da ist sicherlich ein Röhrenpilz, wa?